Unterwegs im Frachtflieger mit Flugkapitän Claudio Endrizzi. Riesiges Flugzeug, 64 Meter lang, fast 65 Meter Spannweite, maximales Abfluggewicht 348 Tonnen. Riesig. 2 Ladedecks, 2 Betten, eine Bordküche. Frachtfliegen ist Abenteuer. Ich hätte mir auch nicht denken lassen, dass ich mal in Novosibirsk, in Aschgabat oder eben auch Nairobi mal irgendwie landen werde. Breit, schwer, hoch und 2 Millionen Euro teuer. Neues Trainingsgerät für den Flughafen. 6,5 Meter Breite, Höhe 4,7 Meter. Und das ist halt extrem anspruchsvoll, gerade hier im Rhein-Main-Gebiet rund um den Flughafen. Hier ist alles sehr eng. Let's go! Rückwärts auf die Autobahn. Reine Nervensache für das Team von Markus Böcher. Schwieriger wie gedacht. Also es ist schon sehr anspruchsvoll, hier rückwärts hochzuziehen, auch unten mit dem Verkehr. Wir haben nicht mit der Menge an Verkehr gerechnet. Das ist die Königsklasse. Exklusive Einblicke hinter die Kulissen rund um Deutschlands größten Flughafen. In Frankfurt werden Flugbegleiter ausgebildet. 1000 jedes Jahr. Dafür brauchen die Airlines Trainingsgeräte von jedem Flugzeugtyp. Die stehen in der Flugschule im Aviation Training Center. Airbus A380, A320, Boeing 747. Attrappen in Originalgröße für angehende Flugbegleiter. Ein Kabinennachbau zum Üben. Wie funktioniert der Service im kleinen oder großen Flieger? Wie läuft's in der Küche? Auf was müssen die Mitarbeiter in der Business Class achten? Auch für Sie Ihren Gänsebraten? Was macht die Crew im Notfall? Das Feuer ist gelöscht. Es war tatsächlich der Gänsebraten im Ofen. Wie werden Passagiere evakuiert? Dafür trainieren Flugbegleiter an den sogenannten Mock-ups. Die Ausbilder erwarten ein neues, riesiges Trainingsgerät. Hier soll es hin. 6 Kilometer Luftlinie entfernt. Gleich hinter der Nordwestbahn ist der Hafen Raunheim. Die La Cabana mit wertvoller Fracht an Bord. Eine Flugzeugattrappe. 1/3 von einer Boeing 777 in Originalgröße. Der 2 Millionen Euro teure Nachbau ist seit Wochen unterwegs. Produziert in Dubai, transportiert im Containerschiff nach Rotterdam und per Binnenfrachter nach Hessen. Jetzt liegt sie hier an der Pier und wartet auf den nächsten Tag. Das Wetter hätte nicht schlechter sein können. 5 Monate haben Markus Böcher und sein Team diesen Transport geplant und ausgerechnet heute spielt das Wetter nicht mit. Beschissen. Nein, haben wir uns natürlich viel schöner gewünscht vom Wetter her. Man hat ja immer so ein Bild vor Augen, die Sonne scheint und man hat gute Laune. Und als ich heute Morgen aufgestanden bin, Regen. Egal, Ihr Auftrag steht, dafür sind Sie speziell ausgebildet. Für große, wertvolle Schwertransporte. Das teure Trainingsgerät muss zum Airport, auch im strömenden Regen. Ja, jetzt erstmal anhängen, aus dem Schiff rausholen. Das Schwierige ist heute Nacht dann der Transport, weil wir natürlich mit sehr, sehr großer Breite unterwegs sind, 6,5 Meter Breite und einer sehr hohen Höhe mit 4,7 Meter. Und das ist halt extrem anspruchsvoll, gerade hier im Rhein-Main-Gebiet rund um den Flughafen. Hier ist alles sehr eng und sehr verwinkelt. Der Transporter steht bereit. Der Auflieger sollte reichen für die Attrappe. Jetzt geht's gleich los. Und was sagt der Kranführer? Zu schaffen bei diesem Wetter? Wir sind auf Zug. Jetzt kommt der spannende Teil. Jetzt sehen wir gleich zum ersten Mal, wie das wirklich aussieht. Wir haben ja bis jetzt nur Fotos gehabt. Wir konnten uns das im Schiff auch noch nicht angucken. Schauen wir, ob das alles so passt, wie wir uns das gedacht haben. ...18 Meter lang, 7 Meter breit, 4,50 Meter hoch. So groß wie 2 Squashplätze und so hoch wie 2 Fußballtore übereinander. Und das Gewicht? Schlappe 22 Tonnen. Jetzt sieht man mal wirklich die Ladung im Vergleich zum Fahrzeug und mit welchen Dimensionen wir später unterwegs sein werden. Ist dann immer wieder beeindruckend, wenn er aus dem Schiff erstmal so rauskommt, am Kran hängt
Dann denkt man sich, ja, ist groß, aber wenn wir das jetzt hier aufs Fahrzeug stellen, dann sieht man erstmal, dass wir dann später wirklich unterwegs sein werden. Vor allem ist der Transporter viel zu breit. Wir stehen 3,5 über, also auf jeder Seite 1,75, richtig? Richtig. Da hilft nur eins. Alles, was zu viel ist, muss weg. Jeder Zentimeter zählt. Das Holz ist übrigens aus dem Vogelsberg. Nächstes Thema, die Leitplanken müssen auch weg. Besprechung mit dem Fahrer. Aber ich kann die Planken nicht komplett wegmachen, weil die einbetoniert sind. Ja, nein, das ist doch scheiße. Weißt du? Machen wir nur die Planke weg, aber da gewinnst du so ein Stück. Und das kann das Stück sein, was am Ende die Probleme macht. Der LKW ist 32 Meter lang. Für die meisten Straßen viel zu lang. Und viel zu breit ist er auch noch. Dieser Transport ist alles andere als Routine. Erste Prüfung, die Hafenausfahrt. Aber hier haben wir jetzt die Schranke gleich, ne? Passt drüben auch. Zentimeterarbeit für Fahrer Jakob Paulus. Wird eng, aber passt, ne? Wir müssen jetzt, sind wir natürlich genau in der Schräge, er muss jetzt den Druck haben, um hinten rumzukommen. Er ist jetzt drüben an der Schranke vorbei. Also es ist schon eine der engen Stellen, hier rauszukommen. Passt gerade so hinten. Jawohl. Oh. Passt das? Aber auf einen Zentimeter. Erste Hürde geschafft. Erstmal erleichtert, wir sind draußen. Wir stellen jetzt ab, dass wir heute Abend starten können. Bis jetzt alles nach Plan, würde ich sagen. Vom Giganten am Boden zum Giganten in der Luft. Nach Kenia, Flughafen Nairobi. Eine 777F. Die weltweit größte Frachtmaschine mit 2 Triebwerken. Claudio Endrizzi fliegt sie. Riesiges Flugzeug. 64 Meter lang, fast 65 Meter Spannweite. Maximales Abfluggewicht 348 Tonnen. Riesig. Und wir sehen schon von hier aus, was eigentlich das Herzstück und das Besondere des Flugzeugs ist, das Triebwerk. Von General Electric GE90, das größte und stärkste Triebwerk, was es gibt auf dem Markt. Ja, ist beeindruckend. Also wir haben außen um die Cowling herum über 3,40 Meter Durchmesser. Damit sind wir im Bereich vom Rumpfdurchmesser einer Boeing 737. Das ist, als würden hier rechts und links vom Durchmesser her Rümpfe von Boeing 737 runterhängen. Das ist gigantisch. Wie groß bist du? 1,90 Meter? 1,91 Meter. 91. Also es ist riesig. Beide Triebwerke leisten beim Start zusammen 200.000 PS. Damit haben sie so viel Power wie ein Jumbo mit 4 Turbinen. Die 777 ist sparsam, sagt Claudio Endrizzi. Er ist fasziniert vom Fliegen, seitdem er laufen kann. Meine Mutter sagt, als sie mir schon als ganz kleiner Bub die Frage gestellt hat, was willst du denn mit meinem Leben machen, habe ich schon immer gesagt, ich werde Pilot. Und habe auch nie was anderes gesagt, das ist dabei geblieben. Jumbo, MD-11 und Boeing 767 ist er geflogen. Jetzt 777. Laufen wir zurück zum Fahrwerk, gucken uns das Fahrwerk an. Beide Fahrwerke können bis zu 348 Tonnen tragen, so viel wie 58 afrikanische männliche Elefanten. Enorm. 3 Tanks hat der Frachter. In sie passen 110.000 Liter Kerosin. Damit können die Piloten fast 10.000 Kilometer weit fliegen. Voll beladen kann man mit dem Flugzeug von Frankfurt aus nonstop Tokio erreichen, Hongkong oder die Westküste Amerikas. Mit 105 Tonnen Fracht. Das ist enorm. Der Außencheck an der Boeing ist abgeschlossen. Alles in Ordnung. Claudio Endrizzi kann sich jetzt um die Fracht kümmern. Thank you very much. Auch Cargoflieger haben feste Abflugzeiten.
In 2 Stunden wollen sie starten. Vorher müssen noch 27 Paletten an Bord. 2 Decks hat der Laderaum. Es gibt ein Upper Deck, 27 Ladepositionen, über 650 Kubikmeter Stauraum. Im Lower Deck nochmal 10 Ladepositionen. Und wir können insgesamt hier 105 Tonnen beladen. Also das sind hier schon Dimensionen, das ist eindrucksvoll. Wir können mal nach hinten gehen, gucken uns mal den Highloader an. Ein Highloader hebt Paletten zur Frachttür. Dort übernimmt der Lademeister. Okay. Er ist verantwortlich für das Verladen der Fracht. Heute Rosen und Obst. Das Gewicht muss gleichmäßig im Flieger verteilt sein. Jede Palette muss fest verankert werden. Die Piloten müssen sich auf den Lademeister verlassen. Das Wichtige sind eigentlich hier diese Loks am Boden. Jede Palette muss für sich sicher arretiert werden, dass ich die Fracht nicht verlagern kann. Verrutscht die Fracht während des Fluges, könnte der Flieger abstürzen. Stefan Lorenz musste extra aus Frankfurt anreisen. Die Airline hat kein eigenes Personal in Nairobi. Hauptberuflich ist er Arzt in einem Krankenhaus. Lademeister ist sein Nebenjob und er kommt viel herum auf der Weltkugel. Es wird. You almost ready up here? Yes. Very good. Claudio Endrizzi muss zurück ins Cockpit. In einer Stunde wollen sie starten. Ja, der Ladeprozess hier auf dem Main Deck ist jetzt fast abgeschlossen. Bis auf eine Besonderheit. Wir haben heute noch einen Ehrengast an Bord. Dazu später. Zurück nach Rauenheim, 6000 Kilometer entfernt, zur Flugzeugattrappe auf einem Schwertransporter. Für die Tour zum Flughafen sind 5 Begleitfahrzeuge nötig. Die Teams sichern den Verkehr, demontieren Schilder und Leitplanken. Gucken wir mal, es ist schon sehr spektakulär und sehr groß. Wir haben eine Brückenhöhe von nur 4,67 Meter. Wir können auf 4,60 Meter absenken. Und da ist natürlich 7 Zentimeter oben nur Platz, das auf der Autobahn. Wir können also nicht irgendwie nebendran gucken, sondern wir müssen ganz vorsichtig durchfahren. Jakob Paulus steuert den Giganten. Von mir aus können wir. Windräder, Trafos und Panzer hatte er schon auf seinem LKW. Eine Flugzeugattrappe noch nie. Für die 11 Kilometer bis zum Flughafen hat er 4 Stunden eingeplant. 32 Meter lang ist sein Truck auf 14 Rädern. Die erste Kurve, für ihn ein Kinderspiel. Sie ist breit genug. Doch nach 200 Metern die erste Zwangspause. Das fängt ja schon gut an. Die Kurve ist sehr eng. Wir konnten auch die Leitplanken nicht komplett wegmachen. Wir haben die Querelemente runtergenommen. Das gibt etwa 10 cm in der Höhe Gewinn. Wir müssen die Kesselbrücke jetzt komplett anheben. Da kriegen wir 1 Meter ungefähr zur Fahrbahn an Freiheit. Und dann schwenken wir drüben über die Pfosten komplett drüber. Reicht der 1 Meter? Cool bleiben, sagt Jakob. Nervös werden, um Gottes Willen, das ist das Verkehrteste, was es gibt. Ne? Okay, weiter geht's. Im Schneckentempo. Da wird es dann wirklich eng. 2 Millionen Euro kostet die Flugzeugattrappe. Was war das? Was war das? Die Palette schrammt an der Leitplanke. Der Anhänger muss noch höher gepumpt werden. Problem dabei, je höher die Fracht, desto mehr wackelt sie und könnte verrutschen. Aber es gibt nur diese eine Lösung. Sie kommen sonst nicht weiter. Ja, sieht gut aus. Ganz noch nicht, aber es geht auf. Ich denke, es geht auf. Sieht gut aus. Passt.
Nach 500 Metern müssen sie schon wieder anhalten. Die Bundesstraße ist gesperrt. Warum? Weil ich jetzt hier rückwärts bis zur Autobahn fahren muss. Ja, das ist die Königsklasse. Nur so können sie die breite Fracht zum Flughafen fahren. Zurück zum Giganten nach Kenia am Flughafen Jomo Kenyatta International in Nairobi. Dort steht der riesige Frachtflieger, bereit zum Abflug. Dann geben wir das hier erstmal fertig ein, dann machen wir hier die 173. Die Flugdaten sind programmiert, die Route steht, sagt Kapitän Endrizzi. Wir fliegen 8 Stunden nach Frankfurt und haben 82 Tonnen Load heute. 82 Tonnen Fracht an Bord. Das Routing führt uns hier an Äthiopien vorbei, über den Sudan und Ägypten. Und dann sind wir schon im Mittelmeer und fliegen über Griechenland, die Balkanroute, über Osteuropa nach Frankfurt. Hinter dem Passagierterminal ist der Cargo-Bereich. Hier wird das riesige Frachtflugzeug beladen. Der Langstreckenjet kann 11 Stunden nonstop in der Luft bleiben. Deshalb fliegen sie oft mit 4 Piloten. Dafür brauchen sie einen Ruheraum. 2 Stockbetten, bisschen wie eine U-Boot-Kajüte, aber sehr bequem. Und hier ist der Aufenthaltsraum. Wir haben, abgesehen davon, dass wir manchmal mehrere Piloten sind, haben wir auch immer wieder Frachtbegleiter dabei. Tiere werden begleitet oder Kunst. Oder wenn wir Fracht haben, die einen großen Wert darstellt, dann wird das von Personen begleitet. Hier kann man sich aufhalten. Frachtpiloten sind Selbstversorger. Kaffee und Essen gibt's in der Bordküche. Ich habe gehört, unser Ehrengast kommt an. Foko, herzlich willkommen an Bord. Das freut mich, dass du hier bist. Ja, das ist Fast wie nach Hause kommen, aber nur fast. Der Grand Seigneur der Cargo, unser ehemaliger Flottenchef Foko Doyen, wird uns heute begleiten auf dem Rückflug nach Frankfurt. Ich freue mich sehr, dass wir ihn an Bord haben. Er hatte in Kenia noch eine ganz eigene Mission und begleitet uns auf dem Frachter nach Hause. Ja, danke für die Einladung. Foko Doyen ist 42 Jahre geflogen, davon 23 auf der MD-11. 2003 gründet er das Hilfsprojekt Cargo Human Care. Er unterstützt Kinder in Afrika, die ihre Eltern verloren haben durch Hungerunfälle oder AIDS. 50, 40, 30, 20. Der Idsteiner war schon oft in der Sendung mittendrin zu sehen. Zuletzt bei seinem Abschiedsflug in die Rente. Ich habe ja auch jetzt in der Rente noch mein zweites Zuhause hier und das Projekt Cargo Human Care beschäftigt mich mehr denn je. Und wir haben viele Projekte hier, auch einiges an neuen Sachen. Und das läuft alles nicht, ohne dass man nach dem Rechten schaut. Ich bin jetzt schon das 2. Mal in diesem Jahr hier und es ist auch die Mission, die ich jetzt so für die nächsten Monate und Jahre habe. Also immer wieder zu schauen, dass es vorangeht. 10 Kilometer vom Flughafen entfernt. Das Mother's Mercy Home. Hier bekommen Kinder Geborgenheit, ein freies Leben, ein Zuhause. Ein Heim mit Schule, Jugendhaus und Betreuern. Das Hilfsprojekt von Foko Doyen unterstützt das Heim mit Geld, Personal und Sachspenden. Mehrfach im Jahr reist der Musungu, so nennen die Kinder den weißen Mann, aus Europa nach Nairobi, um zu helfen. Obwohl ich das ja nun sehr genau kenne hier und den ganzen Aufbau des Mother's Mercy Home miterlebt habe, trotzdem ist es immer wieder schön, herzukommen und zu sehen, wie sich das hier auch weiterentwickelt hat. Wir haben jetzt im Moment 110 Kinder hier. 109 waren es bis letzte Woche, jetzt ist noch eins dazugekommen. Die Armut in Kenia ist groß. Eltern können ihre Kinder nicht mehr ernähren, sie bringen sie ins Heim. Jeden Tag bekommen sie ein warmes Essen. Wait a second. A little more. Heute gibt es Beef, aber ab und zu gibt es dann eben auch Fisch oder Hähnchen. Wir wollen dafür sorgen, dass die Küche etwas abwechslungsreicher wird. Wait a second, you need some more of this here, the soup. Erzieherinnen und Betreuer sind für die Kinder die wichtigsten Bezugspersonen. Das Heim soll die Kinder auf ein selbstständiges Leben vorbereiten. 2003 hat Foko das Hilfsprojekt gegründet. Für die Kinder ein Held. Wäscherei,
Spielplatz, Haustiere und Schule. Alles an einem Platz. Sogar eine Praxis gibt es, auch für Menschen außerhalb des Heimes. 12.000 Patienten behandeln sie jedes Jahr. Deutsche Ärzte helfen regelmäßig, ehrenamtlich in der Praxis. David ist Sportlehrer. Er ist im Mother's Mercy Home aufgewachsen. Regelmäßig kommt er zurück und unterstützt die Kinder. Now I'm back, having studied sports and recreation studies. I'm back to showcase what I studied in school and at least help the kids improve on their skill when it comes to sports. Wenn die Schule beendet ist, mit 18, 19 Jahren, müssen sie das Heim verlassen. Dann haben sie die Möglichkeit auf einen Platz in der John Kaheni-Residenz. 2015 von Foko gegründet. Hier können Jugendliche wohnen, sicher und betreut. Wir wollten ihnen halt eine berufliche Zukunft ermöglichen. Und deswegen haben wir dieses zweite Heim gebaut. Und hier sollen die jungen Leute dann eine Zeit lang vorbereitet werden aufs Berufsleben, dann aufs College gehen. Sie werden betreut von 3 Sozialarbeitern, die für uns arbeiten. Sie sollen auch, die jungen Leute, in Eigenregie hier alles machen. Sie müssen sich um alles kümmern, um Einkauf und Kochen und sauber machen. Eine der vielen Erfolgsgeschichten ist auch Rahab. Aufgewachsen im Mother's Mercy Home. Sie studiert in Nairobi Modedesign und ist jetzt Trainerin mit Schneiderei für Fashion und Design. Mit eigener Modekollektion. Nairobi hat die größten Slums der Welt. Mittendrin die Happy Child School. Auch hier unterstützt Foko gemeinsam mit anderen Hilfsprojekten. Bildung ist ein wichtiger Grundstein für den Weg aus der Armut, sagen die Lehrer. Okay, clap for yourself. Wow. 20 times table 20, is it? Yes. How many times? 4. 20 times 1. 237 Jungen und Mädchen werden täglich in der Grundschule und im Kindergarten betreut. Die Sensation heute? Der weiße Mann mit den grauen Haaren. Haben Sie hier eher selten. Am besten, ich nehme Sie alle mit nach Hause. Jetzt fliegt er wieder nach Frankfurt. Focus Projekt lebt von Spenden und Patenschaften. Auch Pilot Lukas Schäffner und seine Frau unterstützen. Für 40 € im Monat hat ihr Patenkind Essen, Schule und ein Bett. Für uns war schon immer klar, dass wir auch irgendwie ein Stück zurückgeben wollen. Wir führen natürlich bei uns ein sehr, sehr angenehmes Leben, was man auch sehr schnell vergisst. Und für uns ist es halt wirklich einen kleinen Beitrag, den wir leisten, der aber da unten einen unheimlichen Impact hat. So, dann stellen wir die Türen um. All doors in flight, es kann losgehen. 22:30 Uhr. Die Männer in der 777F sind startklar. Das ist Cargo. Foko fliegt in Gedanken mit. Er kennt den Nairobi Airport fast auswendig. Ja, ich bin tatsächlich 314 Mal hier gelandet in Nairobi. 3-mal mit dem Jumbo und 311 Mal mit der MD-11. Also es war schon doch das ein oder andere Mal. Ja, es kommt. Also das Highlight in Nairobi ist halt, dass der Platz sehr hoch liegt, 5.500 Fuß. Dadurch ist die Leistung der Triebwerke natürlich deutlich reduziert. Man kann ja auch nicht mit maximalem Startgewicht in die Luft gehen, weder mit der 11 noch mit der 777. Und das merkt man auch an der Beschleunigung, die ist etwas langsamer als auf anderen Plätzen. Also das ist schon das Highlight hier. Ja. Bei ungefähr 10 Meilen, dann biegen wir nach Norden ab. Im Norden wird das Terrain relativ schnell hoch.
Wir sehen 5.300 Fuß, die Density, die Altitude ist 7.600 und im Norden steht der Mount Kenya. Claudio Endrizzi wird den Frachter nach Frankfurt fliegen. Dann Request Startup and Pushback bitte. FM initial level 340, exit point is Antax and we have 5 POBs. The setup is approved, flight level 340, QNH 1021. And startup approved. 8299, confirm you have startup from 118.5. Lukas Schäffner funkt mit Tower- und Bodenpersonal. 118.7 and requesting pushback from Jump 284. Are you requesting for your souls on board and your payload? Es ist genau die Kommunikation wie immer. Hat sich nichts verändert. So, die APU läuft. Das sieht gut aus. Start Right Engine bitte. Foucault sitzt zum ersten Mal im Cockpit einer 777. Guck mal hier, Foucault, das ist interessant. Ich warte, dass der Öldruck hochkommt. Dann gebe ich ihm jetzt den Sprit. Guck mal hier, wie der die N2-Welle ausdreht. Verrückt. Ja, jetzt habe ich ihn. End Signal received. Ich rufe wieder den Juliet rein. Ja, das ist eine gute Idee. Auf geht's. Zurück nach Frankfurt. Seid ihr soweit? Lukas? Fully ready, sir. Sollen wir Rolling Takeoff machen aus dem Turn raus? Approaching 06. Takeoff. On runway 06. B1. Rotate. Gear up. Gear up. Fokodoyen fliegt bald wieder nach Nairobi, um zu helfen. Er will noch ein Altenheim und eine Trinkwasseranlage bauen. So, Level 340, das klingt ja wunderbar. Noch 8 Stunden bis Frankfurt. Dort rollt ein riesiger Schwertransporter durch die Nacht. Sie müssen mit dem Giganten rückwärts fahren auf der B43. Ich fahre jetzt auch rückwärts, ja. Michael Rädel. Er ist Begleitfahrer und steuert den hinteren Teil des Schwertransporters. Das ist die Fernbedienung jetzt von dem Auflieger. Was kannst du damit machen? Rechts und links lenken. Das heißt, du kannst das richtig steuern? Ja, genau. Ja, einen Moment, Jakob, ich gehe wieder im Bus jetzt. Jakob Paulus steuert die Zugmaschine. Er folgt den Anweisungen seines Kollegen. Okay, Jakob. Ja, let's go. Den Koloss rückwärts zu bewegen, ist nur zu zweit möglich. Ich fahre auch mal ein Stück darüber. Steuer den jetzt. Ich bin hinten total blind. Verlässt sich jetzt total auf dich, ne? Ja, genau, er sieht ja nichts mehr. Er sieht ja gar nichts mehr. Du hältst aber auch mal die Brücke oben, ne? Ja, ich behalte die Brücke mit dem Auge. Brücke passt, Jakob. Wunderbar, ey. Du hast nach oben hin locker noch 1 Meter Luft. Dann ist ja gut. Hinten bist du schon durch. Komm mal. Nochmal 2 Feierabendbier, okay, muss daher können. Ja, ich möchte dir aber. Mit 2 kommst du aber nicht hin. Oh, bin ich dabei. Ich habe selber ich mache das ja erst hier 5 Monate. Ja, ich habe selber 30 Jahre LKW gefahren, die letzten 14 Jahre auf Schüttgüter im Ruhrgebiet. Der Job war belastend und eintönig. Michael suchte eine neue Arbeit mit mehr Kick und findet sie im Schwerlastverkehr. Die Herausforderung hier, wirklich die Herausforderung. Ne? Und dass ich eben halt mein Wohnzimmer dabei habe. Ich habe ja wirklich meine zweite kleine Wohnung dabei. Ne? Das ist schon optimal. 4 Quadratmeter mit Kühlschrank und Herd. Sind wir bald da? Ja, ich sehe die Flugzeuge schon. Komm mal. Ist er auch schon.
Rückwärts als Geisterfahrer. Ein Simulationsprogramm für Schwertransporter hat ihnen diese Route vorgeschlagen. Anders können sie die Flugzeugattrappe nicht transportieren. Jakob, weiter. Wir müssen jetzt rechts rüber. Ankunft am Mönchhof-Dreieck. Rechts rüber heißt rechts hoch, rückwärts auf die Autobahn A3. Eine halbe Stunde war die Bundesstraße gesperrt. Der Stau 4 Kilometer lang. Alles gut. Dieser Transport steckt voller Überraschungen, sagt Projektleiter Markus Böcher. Schwieriger wie gedacht. Also es ist schon sehr anspruchsvoll, hier rückwärts hochzuziehen, auch unten mit dem Verkehr. Wir haben nicht mit der Menge an Verkehr gerechnet. Das war jetzt ganz schönes Verkehrschaos. Also ja, mal schauen, wie es weitergeht. So, Michael, wie sieht's aus? Ja, du kannst kommen, Jakob. Ich halte mich hier vorne, links und rechts an der Fahrbahnkante. Links wird es jetzt weniger, sind wir bei 20 Zentimeter. Der Transporter passt gerade so zwischen beide Leitplanken. Ja, wunderbar. Noch wenige Meter, dann sind sie auf der A3. Was reizt Markus Böcher daran, mit Schwertransportern nachts spazieren zu gehen? Als Kind wollte ich immer LKW-Fahrer werden, also musste irgendwas mit Logistik sein. Ich habe in verschiedenen Bereichen in der Spedition gearbeitet und irgendwann bin ich im Schwertransport hängen geblieben. Ist einfach die Königsdisziplin eigentlich im Transportgewerbe, solche Transporte eben durchzuführen. Und mitten im fließenden Verkehr. Nur eine Fahrspur ist gesperrt für den LKW. Ungefähr gerade. Geschafft. Jakob kann jetzt wieder vorwärts fahren bis zum Flughafen. Von der A3 am Mönchhof-Dreieck zur 777 über Afrika. Nachtschicht auch für die Piloten Lukas Schäffner und Claudio Endrizzi. Wir streifen jetzt hier den Luftraum von Äthiopien und fliegen dann in den Sudan ein, bis wir oben in Ägypten rauskommen. Über Afrika müssen die Piloten viel funken, mehr als über anderen Ländern. Man macht das in einem Großteil von Afrika immer noch, dass man in regelmäßigen Abständen seine Position durchgeht. In welcher Höhe bewege ich mich, in welche Richtung, auf welcher Luftstraße. Wir werden jetzt an der Grenze vom Sudan damit anfangen, dass wir Positionsmeldungen absetzen. Dieses Prozedere kennt auch Ihr Ehrengast im Cockpit heute, Ex-Flugkapitän Fogodoye. Aber weißt du, was ein Riesenunterschied ist zu der Operation, die wir vorher gemacht haben auf MD-11 ist? Nairobi-Frankfurt. Keine andere Strecke ist er so oft geflogen. Nicht mit der 777, sondern mit der MD-11. Ein Frachter mit 3 Triebwerken, weltweit einmalig. Oktober 2021. Die MD-11 wird ausgemustert. Der letzte Flug. Am Steuer Claudio Endrizzi. Die alten Frachter müssen weg. Die neuen sind leiser, sparsamer, effektiver. Fehlt die MD-11? Ein klares Ja. Ja, also wenn man diese Flugzeuge miteinander vergleicht, 777 ist natürlich auch eine beeindruckende Ingenieursleistung, ein tolles Flugzeug, aber MD-11 war Leidenschaft, das war Emotion, es hat viel Freude gemacht. Also es war, glaube ich, auch die Spitze dessen, was man da so im Airline-Geschäft machen kann und konnte. Und insofern, das war eine Herzensangelegenheit. Werde ich immer vermissen. MD-11 fliegen war Handarbeit, vieles mechanisch. Heute ist fast alles computergesteuert.
Claudio reist gerne. Das hat Tradition in seiner Familie. Mein Vater hat als Bergbauingenieur auch die ganze Welt bereist, beruflich. Und kam oft zurück aus dem Ausland. Und wir saßen beim Abendbrot und er hat abenteuerliche Geschichten erzählt aus Bangkok, aus Peking, aus Südafrika. Und wir saßen, meine beiden Brüder und ich, mit offenem Mund bei Tisch. Und mir war klar, dass ich das auch sehen will. Also es hatte in mir auch so ein Fernweh geweckt in meiner Jugend. Und dann war mir klar, ich muss Flugzeuge fliegen. Gab es keinen anderen Weg. Sein Vater ist aus Argentinien. Claudio hat ihn oft mitgenommen auf dem Frachter. Continue climb, flight level 340, Lufthansa Cargo 8299. Unter ihnen Sudan, vor ihnen die Hauptstadt. Wir überfliegen Khartoum. 6 Millionen Einwohner. Bei den Dreharbeiten herrschte noch kein Krieg. Mittlerweile fliegen sie nicht mehr über das Land. Lufthansa Cargo 8299, we are passing flight level 157, climbing 340, inbound to Ethiopia. Lukas Schäffner fliegt seit 7 Jahren. Für ihn sind Frachtflüge Abenteuer. Ich hätte mir am Anfang auch nicht denken lassen, dass ich mal in Novosibirsk, in Aschgabat oder eben auch Nairobi mal irgendwie landen werde, ja, und mir das mal anschauen kann. Unter dem Zeichen des Kranichs betreibt die LH Cargo 13 Frachter. Sie fliegen 303 Ziele an, weltweit. Wo ist eigentlich Foucault? Ah ja, er träumt von der MD-11. Hellwach sind die Experten vom Schwertransport in Frankfurt. Sie sind fast am Ziel. Warte mal. Komm nochmal, Jakob. Mach mal langsam. Michael Rädel steuert den Anhänger per Fernbedienung. Fahr mal langsam weiter. Mach mal ganz langsam, Jakob. Die letzte Brücke auf der Tour. Aber die hat's in sich. Da ist aber Luft ohne Ende. Ja, hinten hast du auch Luft. Genau 7 Zentimeter. Ja, passt. Ja, super, Jakob. Müsstest nach links gucken, an die Leitplanke, ne? Ja. Noch 100 Meter bis zum Ziel, nach dieser Kurve. Die engste auf der ganzen Route. Ja, kann auch sein, dass wir den wieder anheben müssen, ne? Und wieder schwebt die Flugzeugattrappe 1 Meter über dem Boden. Das sollte reichen. Linke Seite super. Ab jetzt unterstützt die Polizei. Der Schwertransporter blockiert den Airportring, eine viel befahrene Straße rund um den Flughafen. Alle Zufahrtswege werden gesperrt. Vor ihnen der schwierigste Teil der Tour, sagt Projektleiter Markus Böcher. Ja, Einfahrt ist nochmal knifflig. Der Zaun ist da montiert worden, weil durch die normale Einfahrt drüben kommen wir mit den Abmessungen überhaupt nicht rein. Dann haben wir den Bereich mit Platten ausgelegt, haben hier den Grünstreifen mit Platten ausgelegt, die Bordsteine angerammt und auch die Mittelinsel ebenfalls nochmal mit Platten ausgelegt. Ja, also ich wäre jetzt bereit, ne? Du kannst kommen. Jetzt fängt an zu rumpeln, Jakob. Wir fahren hoch. Langsam, Jakob, langsam, langsam. Ja, ja, das ist der Pöller. Ja. Stopp, Jakob, stopp. Ein Baum und die scharfe Kante. Das passt nicht. Und nun? Vorziehen und dann erstmal rüberholen, Meter. Jakob fährt die Königsklasse. Wäre doch gelacht, wenn er keine Idee hätte. Er muss mit seinem Truck auf den Mittelstreifen. Wenn ich hier besser den Winkel kriege. Und auf die Gegenfahrbahn. Dann erneut rückwärts in die Einfahrt. Ja, dann lenken wir nach rechts rüber. Ja, komm mal. Ja, komm mal. Ja, weiter, super.
muss hier vorne noch rum. Ja, dann komm. Wunderbar, Jakob. Hey, Feierabendbier! 3 Stunden für 11 Kilometer. Schneller als geplant. Okay. Ja, siehst du, aber ging doch. Ja. Auch Projektleiter Markus Böcher ist erleichtert. Super, wir haben es geschafft, wir sind da. Nichts passiert unterwegs, durchgekommen, alles soweit wie geplant, geklappt. Ja, pure Erleichterung jetzt. Hat lange geplant und hat alles funktioniert. Super. Ab jetzt übernimmt der Auftraggeber, Rainer Finett von Lufthansa. Jetzt geht's erst richtig los. Jetzt muss er dann, Montag muss er hier vom Hof runter und dann muss er hier ins Gebäude rein. Das Tor haben wir schon eingebaut und wenn er da durchgeht, dann wird's noch spannend. Das schauen wir uns bestimmt auch noch an. Genau, in der nächsten Folge. Das wäre geschafft. Vom Trainingscenter für Piloten und Flugbegleiter zum Frachtflieger mit Rosen und Obst. Frachtflüge sind oft Nachtflüge, sagen die Piloten Lukas Schäffner und Claudio Endrizzi. Mit viel Kaffee zu schaffen. Sie sind schon über Deutschland. Wir sind eine halbe Stunde vor Frankfurt. Wir haben den ersten Sinkflug jetzt schon bekommen und den Anflug gerade ein bisschen vorbereitet. Auf welcher Bahn werden Sie landen? Wir hoffen, dass wir die Südbahn bekommen, aber müssen wir noch verhandeln. Fokodoyen ist auch wieder wach. Die Landung lässt er sich natürlich nicht entgehen. 42 Jahre war Frankfurt seine Basis. Claudio hat den Autopiloten ausgeschaltet. Er wird den riesigen Frachtflieger landen. Man sieht den Flughafen schon. Doch daran müssen sie vorbeifliegen. Sie landen heute von Westen aus. Der Tower hat ihnen die Südbahn zugeteilt. Wie gewünscht. Lufthansa Cargo 8299, contact Tower 11878, guten Morgen. Frankfurt, schönen guten Morgen, Lufthansa Cargo 8299, the ILS intercept height. 1000. Approaching 07, right. $100, $50, $40, $30, $20, $10. Nach 8 Stunden Flug landen sie pünktlich. Wunderbar, willkommen in Frankfurt. Um 7 Uhr morgens. Da muss ich sagen, habe ich den Claudio jetzt doch beneidet. Von dem Moment an, als er den Autopiloten rausgenommen hat und einfach einen wunderbaren Anflug hingelegt hat. Klasse. Also das vermisse ich dann doch. Ja. Im Norden des Flughafens sind die Parkpositionen der Fracht-Airline. Die Ladeteams warten schon. Die Maschine soll in 3 Stunden wieder starten, Richtung Südkorea. Lukas, vielen Dank. Ich danke dir. Sehr gut. Männer, vielen Dank fürs Mitnehmen. Das sehr gerne. Hat mir sehr gut gefallen. Sehr gerne, Foto. Ja. Ich würde es wieder tun. Und die Fracht? Die meisten Rosen bleiben in Deutschland. Der Rest fliegt weiter nach Paris, England und Dubai. Claudio startet nächste Woche nach Hongkong, Lukas nach Seoul. Und Foko nach Nairobi. Zu den Kindern seines Hilfsprojekts Cargo Human Care. Denn es gibt noch viel zu tun in Kenia.